Im frühen 19. Jahrhundert war die Ballade sehr wichtig und aus England kamen diese Literaturwelle von neugotischer Literatur und dunklere Gedichte, der Zwerg oder Erlkönig sogar. Auch aus dem Mittelalter dann wurde die inspiriert und deswegen haben wir gedacht, das ist schon eine schöne Mischung, Schubert und Loewe zusammenzustellen. Ich komme vom Gebirge her. Es dampft das Tal, es braust das Meer, es braust das Meer. Gerade in diesen Balladen hat man natürlich auch die große Möglichkeit, da eine Geschichte zu erzählen, eine Sage, einen Mythos zum Leben zu erwecken in wenigen Minuten und da auch alle möglichen Gefühlswelten zu durchlaufen, die ein Mensch nur so haben kann. Und immer fragt der Seufzer, wo? Immer wo? Die Uhr von Karl Loewe, die die Lebensuhr beschreibt. Ich trage, wo ich gehe, stets eine Uhr bei mir. Diese Uhr tickt das ganze Leben lang und die tickt auch am Grabe des Vaters, die tickt am Grabe des Freundes, die tickt bei der Hochzeit, die tickt bei der Geburt eines neuen Kindes. Ich trage, wo ich gehe, stets eine Uhr bei mir. Wie viel es geschlagen habe, genau seh ich an ihr. Am Ende ist die Uhr halt irgendwie plötzlich kaputt und man muss sie wieder dem Schöpfer zurückgeben. Also das ist so ein unglaublich schönes Bild. Und ward sie auch manchmal träger und drohte zu stocken ihr Lauf, so zog der Meister immer großmütig sie wieder auf. Dieser Schluss, dass dann wer auch immer da steht und sagt, ich hab sie doch gar nicht kaputt gemacht, sie ist von selber kaputt gegangen und mach sie bitte wieder heil. Dann hat man wieder diesen Kreislauf des Lebens. Es war ein König in Thule, gar treu bis an das Grab, dem sterbend seine Buhle einen goldenen Becher gab. Also ich versuche am Flügel die Musik Flügeln zu geben, dass es eine gewisse Leichtigkeit auch bekommt, dass es dann fließen kann und dass es eine Natürlichkeit bekommt. Und ich finde, dass Konstantin das auch hat in seinem Gesang, dass es eine Natürlichkeit hat, was man gar nicht notieren kann, als ob es zum ersten Mal gesungen wird und gespielt wird. Dass jede Modulation eine Entdeckung ist und eine Reise. Und ich kann machen, was ich will. Ich weiß zu 150%, dass Amiel am Klavier immer mitgeht. Er saß beim Königsmahle, die Ritter um ihn her, auf hohem Vätersaale, dort auf dem Schloss am Meer. Man kann immer
Trost finden und nicht nur ich, aber hoffentlich das Publikum auch, dass es so universal bleibt, wenn man jung ist, wenn man alt ist, wenn man an Liebe denkt, wenn man an den Tod denkt und an Gefahr. Und ich glaube, dass diese Texte deswegen so heutzutage auch so aktuell sind, weil sie zum einen uns rausholen aus dem, was wir heute alles so erleben in der Welt und uns mal abschalten lassen und zum anderen aber auch genau die gleichen Geschichten erzählen, wie sie vor Hunderten von Jahren auch schon erzählt wurden. Ja. Die schenken uns Gnade. Du brachst sie nun, die kalte Rinde, und rieselst froh und frei dahin. Die Lüfte wehen wieder Linde, und Moos und Gras wird neu und grün. Spielen, ausprobieren, Neues ausprobieren und im Konzert wieder neu ausprobieren und bei einer Aufnahme wieder neu ausprobieren. Also ein ständiges sich weiterentwickeln. Jedes Mal aufs Neue denke ich mir, ja, genau so sollte es sein. Also für mich ist es keine Arbeit, es ist immer nur eine Freude und macht einfach viel Spaß. Der Erde allgemeine Blüte kommt meinem Herzen nicht so gut, kommt meinem Herzen